Ich hab's nicht so mit großen Reden. Aber wenn du dieses Verlangen nach... wie war denn das gleich? Irgendwas Englisches mit... Need. Oh Mist, ich vergesse das immer. Rydell, ich hab das im Griff. Keine Sorge. Hey, ich hab auch das Babypuder benutzt. Überall. Ich glaub an dich. Du packst das. Danke, Rydell. Oh, es war Speed. Need for Speed. Okay. Und das war ein bisschen komisch. Ich hatte zwar eben eine Moderation gemacht, aber ich habe vergessen, das Mikrofon anzumachen. Dann wiederholen wir das hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Unbound. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Grand. Deshalb wahrscheinlich auch, ja, das gerade von Rydell. Rydell? Ich kann diesen Namen aussprechen. Und jetzt sehen wir mal, oder gucken wir mal, was uns da so Schönes erwartet. Und wird mal hier genau. So, was erfahren wir jetzt hier? Oder was erwartet uns jetzt hier? Mal gucken. Hey! Wer von euch wird heute reich, ha? Du, Bro? Haha, du, Bro? Woo! If you know, you know! Hey, Na los, kommt schon! sieht so aus, als hätte mich Alex schon ersetzt. Ich kann euch nicht hören! War ich auch so peinlich? Oh ja, aber sowas von. Fühlt sich gut an, spürt ihr das? Die würden alles tun, um uns aufzuhalten. Also ich schon! Zeit auf! Und wenn sie damit Erfolg haben? Ich weiß nicht. Dann versammeln wir ein Team, retten die Welt, fahren nach Hause, machen ein Bierchen auf, reden über Familie, grillen zusammen. Und dann machen wir alles wieder von vorn, so 8, 9 Mal. Zeigen wir denen, wie man sowas in Lake regelt. Hey, warte mal kurz. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Wie du gesagt hast, ich hatte 2 Jahre und hab's irgendwie nicht gebacken bekommen. Yes. Hör zu. Ich hol mir das Auto trotzdem. Glaub bloß nicht, dass dir deine Tränchen jetzt weiterhelfen. Ach, komm mir nicht so. Vielleicht fokussierst du dich mal lieber aufs Rennen, anstatt auf deine großen Sprüche. Okay, Ruhe jetzt! Ruhe! Jetzt geht's los! Woo! Den Startpunkt habt ihr jetzt auf euren Smartphones. Und ich will ehrlich sein, die Cops wissen, dass heute was abgeht. Die werden auf der Lauer sein. Aber das hält euch nicht auf, oder? Hey, es ist soweit! Der Lake Shore Grand kann beginnen! Woo! Peinlich. Weißt du was? Hauptsache, da steht einer von uns. Okay. Ja, eigentlich weniger spektakulär, als ich gedacht habe. Oh, naja, okay. Auch gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Rivalen an. Einmal hier, yes. Deine alte Rennpannerin hat deinen Wagen gestohlen und wurde zur erbitterten Rivalin. Okay. Dann ihn hier, den kennen wir ja schon. Er hier, der ist ja sehr schnell, ne? Ihn hier, sie hier wieder, sie oder ihn hier, sie. Das ist aber auch ganz schön schnell gewesen immer. Oder, ja, doch. Okay. Aber was ist mit Yes, ey? Nicht mit Yes, sondern mit Tess. Bargeld. Okay. Das sind jetzt 4 Rennen. Ach ja, stimmt. A plus, S plus.
Gut, dann wollen wir mal hier anfangen. Und wir nehmen natürlich diesen schönen Wagen hier. So. Und dann schön Evo 9 wollte ich schon sagen. Evo 10. Oh, das ist ein bisschen in den Boden versunken. So. Mal sehen, wie gut wir jetzt sind. Dass wir unseren Wagen wieder kriegen. Und Start. Oh, den Start leicht versammelt. Solltest du auch. Und los geht's. So, schön Allradwagen hier natürlich. Am Start. Wenn wir zumindest für die Anfänger haben können. Gut Jetzt wird's interessant. abschreiben. Nehme Verfolgung auf. Du meinst Okay. echt, dass du das Rennen gewinnst, hä? Hast du Angst? Angst um deine Gesundheit vielleicht. Oh, ey. Oh Mann, fährst du Scheiße! Hey. Aber nicht der jetzt hier. Ups, Entschuldigung. Sei fest bereit, die Zielperson zu fassen. Oh, wir haben ja gar kein Mikro. Sicher, dass das Ding hält? Du hast nicht dran geschraubt, also. Ja. An alle Hey, hey. sind zum Einsatz und unterwegs. Was wird hier? Was passiert da eigentlich? Jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Wir sind Vierter, okay. Und dann nur noch eine Runde. Oh, Scheiße. wohl gerade ein Wutanfall. Wir nehmen die War Verfolgung das so auf, Team. geplant? Scheiße, wir sind Achter. Achso, wir müssen ja sowieso eher unter den ersten Los 6 geht's. kommen. Stimmt, sowas, ja. Du bist noch dabei? Ich dachte, dein Wagen liegt mittlerweile ausgebrannt auf der Straßenseite. Nein, aber ich bin Feuer und Flamme, wenn du das meinst. Scheiße. Guck mal, wir sind Fünfter. Oh. Ich wollte ihn erst wegkicken, aber dann habe ich gedacht so, nee, mach das mal lieber nicht. Was? Hast du gar nichts zu meinen Chancen zu sagen? Sorry, bin gerade beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? Okay, früher sind wir immer so ein bisschen gestaffelt in dem Fall. Oder im ersten Rennen. Aber auch schon im dritten Mal wieder, ne? Wenn Hey, du mein Mo- Geld willst, musst du dich schon mehr anstrengen. Warum macht die jetzt unseren Wagen kaputt hier? Interceptor hier. Oh, weiter. Ah, den einen habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der noch vor uns ist. Naja, egal. Egal. Ich wollte schon sagen, hä, was ist denn jetzt hier los? Wir müssen das Ding hier nehmen. Unseren anderen Evo. Jetzt kommt der Evo 9. Der ist auch schon ein bisschen besser, finde ich. Obwohl mit so langsamen Wagen, das finde ich nicht gut. Man ist nicht so gedeckt. Weil man sich an den anderen Geschwindigkeiten gewöhnt hat, ne? Erstmal Stese hier, der hier ist doch ganz gut hier von der Geschwindigkeit. Die Typen sind echt nervig. Ich finde, das ist eine gute Geschwindigkeit. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Zentrale, wir sind das im Spiel. Wir sind auch im Spiel, okay. Dann kann ich mitgespielt werden. hier. Verfolgung an. Erste Runde geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug hast. Hoffst du drauf, dass ich einen Unfall baue? Nein, ich möchte einfach schneller sein als du. Ja, dann komm her, los. Schließt sich der Ich bin ganz hinten. Noch kann ich dich überholen. Ja. Oh, ich dachte, wir sind hier ab. Der Interceptor ist da. Das sah aber auch komisch aus gerade. Oh, guten Tag. Hast du von zwei? Ich kann es dir leichter machen, wenn du willst. Ach ja? Und? Und wie machst du das? Rückwärts fahren? Probier's mal. Vielleicht bist du so schneller. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Die lassen es hier draußen wirklich krachen. Interceptor hier, um das Ziel abzufangen. Ich wollte schon sagen, hä, wer kürzt da denn jetzt ab? Die wollen uns haben, oder wie? Okay, wenn das so ist. Oh, wir werden überholt Hey. hier. Was ist jetzt wieder, Yes? Wollt nur checken, ob du noch im Rennen bist. Fährst du mit verbundenen Augen?
würde einige Dinge erklären. Wir werden hier voll hin und her geschoben. Was ist denn hier los? Spüre die verletzbare Feindseligkeit. Was denn jetzt? Wir brauchen ja noch ein schönes Bild, ne? Ja, vielleicht mal so. Für das Ende. So. So. So wäre auch gut, ne? So vielleicht? So, ja. So lassen wir das mal. So. Machst du dir langsam Sorgen, dass ich den Wagen gewinne? Du solltest dich konzentrieren, damit du keinen Unfall baust. Oh, ich bin Ja, konzentriert. Und zwar auf den Sieg. Das kannst du besser. Obwohl, was rede ich da? Vielleicht auch nicht. Entschuldigung. Einsatzwagen hier. Wir erledigen den Tank in 0, nicht. Das Warte war's. uns hier Und weg. lahmgelegt. Oder was? Oh! Nein! Das war gemein. Wurden geschubst. Boah. Alter. Einmal zuckt er darüber, ey. So was hatte ich glaube schon lange nicht mehr, ey. Dass auf einmal die Polizei rüberzieht. Okay, verwendet. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, aber gleich im nächsten Rennen müssen wir auf jeden Fall Erster werden. Wir rein noch unter den ersten 4. Ich freue mich schon drauf. Oh, wie ziehen wir jetzt ab hier? Ich jage die Verdächtigen. Oh, hier steht für Jetzt kann 5 ich jetzt zeigen, sogar. was ich kann. Haben wir bestimmt gleich noch eine Alle schöne lange Einheiten. Verfolgungsjagd. Interceptor im Einsatz. Jetzt zieht die aber ab hier, ey. Die werden ja immer schneller. Was ist los, Jess? Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Solltest du auch mal probieren. Oh, das tue ich. Und ich bin kurz davor, meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? Hey. Wir wollen doch ein ehrliches Rennen hier haben. Ist die Lackierung von dir? Ja. Yep. Warum? Du weißt ja, wie es heißt. Kleider machen Leute. Wusste nicht, dass du mal Clown werden willst. Für Street Racer fahren die echt scheiße. Hallo. Lass mich ja meine Sachen selber regeln hier. Wie gut, dass wir noch keine Erste werden. Kannst ruhig Ja. aufgeben. Hey, Yes. Lass den Wagen gründlich reinigen, bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank von Versagern. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Das denke ich nicht nur, Yes. Du hast recht. Du denkst gar nicht. Hey. Streife gibt die bisschen Jagd denke ich auf. aber schon. So viel Schatz. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du noch hier bist. Was Ja, ist ne? los? Bist du meinem Talent nicht gewachsen? Wenn das Talent gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. Bisschen Mal sehen, quer ob du die gefahren Nerven hier. bis zum Ende behältst. Ich kann auch gar nicht so viel reden, weil die anderen mal anfangen zu quatschen. Ich verfolge mit dem Rest des Teams das Zielzentrale. Ah, wir sind da sowieso am Ziel. Super. Dum, 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 dum. Ach ja. Ich bin mal noch gespannt, was gleich kommt. Du, 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 du. Den oder den? Natürlich den hier. Ah. Oh, 3. 3 sind jetzt da? Achso, wegen Podiumplatz noch, ne? Wir müssen aber hier Erster Den werden. Wagen gewinnst du nicht. Jetzt müssen wir aber Erster werden, ey.
Rutsche zu! Nein! Hab die Kontrolle von meinem Wagen verloren. Sind hinter den Verdächtigen her! Und das war so richtig so. Dann werde ich mein Sollstückknüppel nicht mehr richtig in der Hand. Jetzt kommt's drauf an. Behältst du die Nerven? Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? Was? Die Nerven zu behalten? Das ist auch normal. An mein Talent kommst du nicht ran. Oh, mal wieder rankommen. Ja. Oh, bin da. Augen auf. Entschuldigung. Jetzt kann ich zeigen, was ich kann. Okay. Die Person wieder im Blick. Genieß die Zeit im Wagen, solange du noch kannst, Jess. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Oh. Die Straßenpunks rammen sich hier gegenseitig! Nein! Alle Sonderwagen hier sind raus. Sicher. Mann, Alter, was ist das hier für ein Rennen? Allradwagen ist bereits vor Ort. Ja, die andere hat ihren Lamborghini rausgeholt. Entspannt Also euch, fehlt Leute. mir den Interceptor ist da. Nichts aus, gegen dich zu verlieren. Zentrale, die rammen uns! Nicht mehr lange, dann halte ich die Scheiße. Schlüssel in der Hand. Ging das kaputt? Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback. Scheiße! Halt nicht den Kopf! Oh oh. Ich bin gleich kaputt. Was passiert dann? Wir haben unser Auto gehabt! Arschlöcher! Ah! Ich bin gleich kaputt! Seid ihr dann mir mal in einem Rennen, dass ich kaputt gehe? Die Okay. Person ist fahrunfähig! Nein! Wir sind, wenn wir jetzt kaputt... Nee, ne? Ich kann keinen Neustart machen. Oh nein! Kann ich einen Neustart machen? Doch, kann ich. Das sah so komisch aus. Doch, Neustart mache ich natürlich. War ein bisschen doof gerade. Den Wagen gewinnst du nicht. Oh, warte, Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Nehmen Verfolgung auf! Jo, Mein Geld bekommst yes. du nicht einfach Super so. gefahren. Nicht. Meine Güte. Oh, nein, 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 nein. Dass der so Interessant, unruhig jetzt ist, vor dieser Ort, Wagen. Zentrale. Ey. Das ist unnormal. Jetzt kommt's drauf an. Behältst du die Nerven? Ich behalte seit 2 Jahren die Nerven. Man Das muss ist auch mal ein bisschen ungesund, weißt du? Das ist ungesund. Die Nerven zu behalten, das ist ungesund. Ich verliere nicht gerne Geld. Oh, hier muss man die Nerven behalten. Zentrale, wir sind vorerst raus! Allradwagen ist vor Dieser Ort! Wagen hier. Aber ich muss wieder Gas geben und bremsen, ne? Ciao, ciao. Entschuldigung. Genieß die Zeit im Wagen, solange du noch kannst, Jess. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Oh, fahr doch nicht mal raus. Oh, Alter. Ich bin mal ein bisschen ruhiger, damit ich hier mal nicht so viel kaputt fahre. Also, unser Wagen nicht so kaputt war. Aber wir haben, glaube ich, jetzt schon mehr... Ja, Meine Kohle kriegst du. Gesundheit, sag ich mal so. Hast du nicht. Nicht mehr lange, dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Okay, dann halt nicht. Nettes Comeback. Interceptor bricht die Verfolgung ab! Wir wurden Oh, lahmgelegt! nein, nein, nein. Wir haben so viel Vorsprung. Energieler.
Treffer. Das letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Sonderwagen hier. Hoffe, Wir nehmen die nicht, dass Verfolgung auf. die anderen uns hier gleich. Meine Kohle kriegst du, aber mein Style hast du nicht. Undercover Will bringt ich die auch gar Verfolgung nicht. ab. Ich will nur mal meinen Sieg hier haben. Intercept ist jetzt hier, um auszuhelfen, Team. Oh. Und gleich geschafft. 500 Meter. Undercover verfolgt. Ja, wir haben es geschafft. Boah. Aber auch nur, weil sie jetzt am Anfang, glaube ich, einen Unfall gebaut hat. Und dann kam sie nicht mehr so ran. Aber mit der anderen haben wir ein heißes Duell gehabt, ey, Junge. Oh. Junge. War aber spannend, oder? Fand ich schon. Das recht, weil 4 Versuche und danach, ne? Du hast Familie gefunden. Okay, als Errungenschaft. Okay, was kommt jetzt? Yes! Das war so krass, Bro! Wir haben es geschafft! Wuhu! Jeder liebt die Underdogs. Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ta. Merk dir das, Jasmine. Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey! Hast du dir verdient. Sei nur vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, hä? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto doch in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. Okay. Irgendwie bisher ist mir das noch nicht so, ja, zufriedenzustellen hier. Was soll ich sagen? Yes, du hattest echt recht. Das Ding ist schärfer als eine Chilischote. Sag ich doch. Siehst du, was ich mit dem Wagen alles hätte tun können? Zum Beispiel einen Unfall bauen? Schon vergessen, wer das Rennen gewonnen hat? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh? Bleib einfach locker, okay? Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst. Aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Und jetzt ist es unsere Stadt. Wir sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. Das können sie ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Rydell wird bei dem Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist? Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja? Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Kleine. Okay. Doch du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Rydell vollgekotzt habe. Und er meinte, Bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. er vermisst dich auch, Yes.
Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja? Was ist mit Miss? Die Leute lieben echtes Drama. Gott. Willst du echt den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Jamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Eine Gelegenheit, sich zu bessern, nicht wahr? Okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann es kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig, ich habe gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich habe ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes, wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Nur ein paar Spinner, die nichts zu verlieren hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein, aber ich kann dir das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Okay. Jetzt fahren wir zusammen irgendwie wieder nach Rydell, aber irgendwie als mit einem Umweg, oder? Dann jetzt einmal hier außen rum und dann sind wir gleich wieder bei Rydell und dann sind wir mal, was uns da so Schönes erwartet. Also so wie das jetzt so vorkommt, könnte es auch sein, dass wir noch einen schönen zweiten Teil mit dem hier jetzt wieder kriegen. Wäre jetzt ja auch nicht so verkehrt, ne? Dann könnt ihr das ja dann auch wieder ausbauen, glaube ich, oder? Also bis jetzt ja konnte man das wieder. Könnt ihr ja sagen, so, dass man ein eigenes Rennen aufbaut oder so, oder keine Ahnung. Test irgendwie was mitmacht. Ja? Und mit Alec. Oder mit Alex und mit Rydell. Ja, dass da irgendwas ist, dass die dann jetzt hier Test ausspielt. Oder wir vier jetzt hier, ne? Also wir drei und Alec dann. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was ausbauen. So storymäßig. Aber ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, Der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht.
Ja, da haben wir unseren Kontakt wieder. Ich würde mal sagen, da könnte noch... Also, der nächste Teil von Need for Speed könnte hier... ich sag mal so... Street racing. Started in the street, right? So it's street. Hip-hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record is 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip-hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like, I got this. I know rich billionaire, born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like, what the you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over. And that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible. But we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, you know, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home or, you know, give up all aspirations. You could give up on life. You could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I mean, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. You know, every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. You know, we just wanted to do something positive. We're not saints,
But at the same time, we not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. You know, I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, you know, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s, and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser, or being somebody, for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok, and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and, you know, those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything, you know. Personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and, you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC Rakim himself.
I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye. Like, you know, like that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me personally, internally, I felt that way, and I got his okay, and you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay. That's why Yeah, so I get all my names from like rappers and stuff, and as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know, and that's all I want to do is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud. You know, that's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly. You know, and even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. That's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know. I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude, but now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and, you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing. Like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy, and we were just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar, and nobody wanted to listen to Kendrick. And I was flabbergasted. Like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality,
rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit, and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know what? Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know, it's just like, it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And Ich habe jetzt keine Musik hinter. I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. Ich überspringe das I mal. want Wenn to ihr das direct Ganze haben something wollt, new. I want to write something dann new. reiche ich I die want Credits to doch do mal something nach. that's going to inspire Geht das? older than me, younger than me. You know, that's why. Ich hatte es mal übersprungen. Du hast die Story abgeschlossen. Glückwunsch zum Abschluss der Story von Need for Speed Unbound. Fahre mehr Rennen, verdiene Geld und verbessere deine Fahrzeuge im Story-Modus bis zur Perfektion oder baue deine Garage in Lex Hall irgendwie so online auf. Okay. In der du andere Racer. Okay, weiter. Gut, Wagen. Leistung. Den könnte man aber. Nee, der ist schon ganz aufgebaut. Okay, der ist schon drifty. Den könnte man noch ein bisschen anders aufbauen. Okay. Okay, und das reicht aber nicht mehr dafür. Okay. Wie viel Leistung hat denn der eigentlich? Knapp 900 PS. Okay. Hat sogar einen Turbolader drin. Was hat er denn drin? Den hier. Okay. Gut oder auch nicht gut. Wie auch immer. Style, Fahreffekte, Tags. Den hier unten haben wir nicht. Den haben wir jetzt gekriegt. Okay. Blitz und Flügel. Okay. Ja, soweit hierzu. Meine Wagen. Aber das war geil, dass wir den nochmal. Ja, das Jesting gefahren hat. Das fand ich ganz interessant. Konnten wir den ja nochmal am Ende so ein bisschen fahren. Das fand ich gar nicht mal so verkehrt. Ja, wie es jetzt hier so weitergeht, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Den einen oder anderen Wagen würde ich mal aufmotzen und mal ein bisschen fahren und so, ne? Und ja, aber das wird dann nicht mehr so regelmäßig kommen, denke ich mal. Immer mal so zwischendurch oder so. Oder, ja, weiß ich nicht. Sonst könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder so. Aber die Story ist jetzt durch. Ja, die war jetzt nicht weltbewegend. Aber irgendwie, ja, wissen wir ja immer noch nicht, warum eigentlich die jetzt die Garage leergeräumt haben. Warum? Was hat das jetzt für einen Hintergrund? Oder habe ich da irgendwas nicht so mitgekriegt oder vergessen? Was für einen Hintergrund hatte das denn jetzt? Das muss doch ein Hintergrund gewesen sein. Und am Ende konnte das ja so sein, dass man den nächsten Teil ja hier dran wieder anknüpft. Ne? Also ich hätte ja jetzt keine Probleme mit. Einfach hier dann anzuknüpfen und dann weiterzumachen. Ne? Ja, die vielleicht ein bisschen storyrelevant ist oder zu diesem Teil hier zupasst. Ne? Naja, okay. Soweit hierzu würde ich sagen. Ich fand das Spiel gut.
Also ich kann ja jetzt dazu nichts Schlechtes sagen und ja. Eventuell kommt doch nochmal ein richtiges Statement, ja, über dieses Spiel, aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder hier beim nächsten Mal irgendwo, mal sehen, was wir da machen. Ein neues Auto aufbauen oder so und ja, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns in einem neuen Let's Play oder in einem anderen Video. Bis denn. Tschüss.